Danke, der Blutdruck fällt immer weiter. Kammerflimmern. Okay, zurücktreten. Schuss! Morgen. Hallo. Ich war bei Bella im Krankenhaus. Konnte nicht mehr schlafen. Ich hasse dieses Zimmer. Zwischen diesen ganzen Schläuchen und Kabeln, da sieht Bella so klein aus. Ganz weit weg. Warum kann sie nicht einfach wieder aus dem Koma aufwachen? Ich will mir freiwillig wirklich stundenlang ihr Gelaber über den Tratsch bei LCL anhören oder ihr Zimmer aufräumen. Ich kaufe mir meinetwegen eine Dauerkarte für Sporting Sevilla, wenn es sein muss. Ich vermisse sie so. Und ich bin schuld dran. Quatsch, das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich weiß, du hast alles versucht, um sie zu retten. Und wahrscheinlich wäre Bella längst tot, wenn du nicht so schnell reagiert Olli, hättest. ich habe überhaupt nicht reagiert. Was? Während der OP, da gab es einen Moment. Da war ich wie weggetreten. Deshalb liegt Bella im Koma. Und deshalb hat sie ihr Kind verloren. Der Milzriss. Ich hätte ihn sehen müssen. Aber ich habe die Blutung übersehen, weil ich abgelenkt war. Weil ich für ein paar Sekunden lang an Sam gedacht habe. Es war sein Todestag. Und du hast mich sogar noch davor gewarnt, selbst zu operieren. Ich hätte einfach nur auf dich hören müssen. Du hast aber gesagt, dass Bella keine Zeit mehr hat. Du wolltest nicht auf deinen Kollegen warten. Ja, im Nachhinein wäre das wahrscheinlich auch besser gewesen. Dann wäre Bella vielleicht verblutet. Ja. Die Gefahr bestand tatsächlich. Aber wer weiß das schon? Jo, du musstest handeln. Wenn du nicht eingesprungen wärst, Bella hätte doch wertvolle Zeit verloren. Wahrscheinlich hast du ihr das Leben gerettet. Ach ja? Bella liegt im Koma, Ausgang ungewiss. Und das nur, weil ich ein paar Sekunden mit mir selber beschäftigt war. Jo, wir sind alle nur Menschen. Keine Maschinen. Ich war an dem Tag ein nervliches Wrack. Ich wusste, dass es mir nicht gut ging und dass ich Fehler machen könnte. Ich hätte einfach nur auf dich hören sollen und die Operation meinem Kollegen übergeben müssen. Und dann? Dann wäre Bella wahrscheinlich an ihren inneren Blutungen gestorben. Außerdem, woher willst du wissen, dass dein Kollege die anderen inneren Verletzungen festgestellt hätte? Ich hatte einen Aussetzer, Olli. Sowas darf nicht passieren. Sowas ist mir noch nie passiert. Und jetzt hat es ausgerechnet Bella erwischt. Auch wenn du mir verzeihen kannst, ich kann das nicht. Frühstück ist fertig. Keine Zeit, bin Setz spät dran. dich. Ich bin spät dran. Jo, hör auf damit, Womit? dir Schuldgefühle einzureden. Du kannst nicht das Leid der ganzen Welt auf deinen Schultern tragen. Ja, aber das von Bella. Sie ist meine Patientin und ich hätte sie nicht operieren dürfen. Hast du aber. Versagt. Du weißt doch überhaupt nicht, ob das deine Schuld ist. Und wenn doch? Wie soll ich Charlie jemals wieder unter die Augen treten, wenn Bella nicht aufwacht? Oder ihrem Vater oder dir? Bella wird wieder aufwachen, das weiß ich. Und du bist der beste Arzt, den sie kriegen konnte. Du hast doch keine Ahnung. Ja, von Medizin vielleicht nicht, von dir schon. Das bezweifle ich. Okay, wenn du meinst, dass ich das nicht beurteilen kann, dann frag halt jemanden, der es kann. Aha, und wen? Keine Ahnung. Vielleicht einen Kollegen, jemanden aus deiner Familie. Klar, am besten gleich Frank. Es muss ja nicht Frank sein. Ja, wen sonst? Harro, Also wenn einer Verständnis hat, dann ist es mein Vater. Der hat in seinem Leben so viel Mist gebaut, dass mein Aussetzer aus dem OP echt ein Witz dagegen. jetzt komm schon, Harro gibt sich wirklich Mühe. Mit dir, mit deinen Brüdern, sogar mit meiner Familie. Es war seine Idee, diese Wunschzettel über Bellas Bett zu hängen. Ja, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Jo, Harro hat vielleicht eine komische Art, das zu zeigen, aber er liebt dich. Er ist dein Vater, ich bin mir sicher, er wird dich verstehen. Ich komme schon alleine klar. Und ich muss mich jetzt um meine Patienten kümmern und vor allem um Bella.
nicht erreicht. Ich habe sogar schon die Kollegen in Südafrika eingeschaltet. Die haben mich allen Ernstes gefragt, ob meine Frau möglicherweise vorhatte, mich zu verlassen. Das heißt, Sie wollen nicht helfen, Charlie zu finden? Nachdem ich kurz ausgerastet bin, habe ich Ihnen ganz ruhig erklärt, dass sie lediglich ihr Handy zu Hause vergessen hat. Sie muss doch erfahren, dass Bella im Krankenhaus liegt. Das wird ein furchtbarer Schock für sie. Ja, wie für uns alle. Jo ist auch total fertig. Naja, es ist für ihn auch kein einfacher Fall. Er macht sich Riesenvorwürfe, dass er vielleicht was mit Bellas Zustand zu tun haben könnte. Ich meine, wieso soll er was mit ihrem Zustand zu tun haben? Ich bin fertig. Danke, Schwester Julia. Es tut mir so leid. Er hat nur eine Sekunde nicht aufgepasst. Und daraufhin ist sie erst ins Koma gefallen? Er macht sich Riesenvorwürfe. Und er lässt einfach nicht zu, dass ich ihm helfe. Habe ich das eben richtig gehört? Dein Freund hat die OP meiner Tochter verpatzt? Jo hat überhaupt nichts verpatzt. Er hat eine Sekunde nicht aufgepasst, aber es ist überhaupt nicht bewiesen, dass Bella deswegen ins Koma gefallen ist. Ohne Grund wird sich der Mann ja wohl kaum Vorwürfe machen. Ärzte übersehen auch mal was. Ja, und wenn sie Fehler machen, dann müssen sie sich auch dafür verantworten. Jo hat Bella das Leben gerettet. Er hätte an dem Tag eigentlich frei gehabt. Wenn er nicht so schnell reagiert hätte, dann wäre es wahrscheinlich zu spät gewesen. Ja, und jetzt ist es vielleicht zu spät, weil er einen Fehler gemacht hätte, der nicht hätte passieren dürfen. Das ist... Bella liegt im Koma, wacht vielleicht nie wieder auf. Und dein Freund hat einen Moment nicht aufgepasst. Das ist, wie gesagt, nicht erwiesen. Du verteidigst den Typen auch noch, nur weil er mit ihm... Bella ist meine Tochter, deine Halbschwester. Und sie wacht nie wieder auf, möglicherweise, weil dein Freund Bockmist gemacht hat. Herr Jakob, Sie wollen bestimmt zu Bella. Nicht nur. Bitte, ich habe gerade nach ihr gesehen. Das werden Sie nicht mehr lange tun. Dafür sorge ich. Wie bitte? Sie sind schuld, dass Bella ihr Kind verloren hat und vielleicht nie wieder aufwacht, weil Sie mal einen kleinen Moment nicht aufgepasst haben. Woher wissen Sie das? Ich habe zufällig mitbekommen, dass Ihr Freund es an Helmke erzählt hat. Sie selbst scheinen ja anscheinend zu feige zu sein, öffentlich dazu zu stehen. Gut, ich kann nicht ausschließen, dass Bella durch meine Unachtsamkeit ins Koma gefallen ist. Ich habe mich gut gefühlt, aber die Zeit drängte. Und deswegen habe ich die Sache selbst in die Hand genommen. Bella ist keine Sache. Bella ist mein Kind. Aber damit kommen Sie nicht durch. Dafür würde ich sorgen. Also hier. So, bitte sehr. Danke. Frau Linse, ich bin mein Leben schon wirklich viel herumgekommen. Aber Ihr Kaffee ist absolut der beste. Sparen Sie sich das, die Söße. Sie bekommen trotzdem keine extra Portion Nachtisch. Nicht mal eine kleine Kitzelportion? Naja, vielleicht. Oh, Entschuldigung. Jo, was machst du denn hier? Das wüsste ich selber gerne. Ach, setz dich doch. Danke. Schwarz, ohne Zucker. Ja, irgendwas müssen wir doch gemeinsam haben. Scheinbar mehr, als ich dachte. Was mit Bella passiert ist, das war ein Unfall. Das ist nicht deine Schuld. Woher weißt du, dass ich... Deine Mutter war wie du. Eine gewissenhafte Ärztin, die sich immer das Schicksal anderer zu Herzen genommen hat. Ja, aber Mutter hat niemals eine Scheiße gebaut wie ich. Das kannst du nicht beurteilen. Niemand ist perfekt, auch Kerstin nicht. Niemand ist perfekt. Irren ist menschlich. Jeder macht mal einen Fehler. Glaubst du wirklich, solche Sprüche helfen mir weiter? Mann, du hast doch dein Bestes gegeben, mein Junge. Ja, aber wenn das nicht reicht. Mensch, schau, ich bin Arzt, da geht es um Leben und Tod. Da kann man nicht hinterher einfach sagen, sorry, mir ist mal ein Fehler unterlaufen. Auch in deinem Beruf kannst du nie ausschließen, dass dir ein Fehler unterläuft. Du bist ein Mensch und keine Maschine. Selbst die funktioniert manchmal nicht. Das war ja so klar, dass das wieder von dir kommt. War ja schon immer deine Standardausrede. Sorry, ich hab's ja probiert, aber ich bin nun mal nicht perfekt. Vielleicht war ich zu nachsichtig mit mir. Das war sicher falsch. Aber falsch ist es auch, wenn du zu hart mit ihr ins Gericht gehst. Das macht die Situation nicht besser. Ich glaube, ich muss los. Dann bleib doch noch, Jo. Ich muss zurück ins Krankenhaus. Die Mittagspause ist gleich um. Es war wahrscheinlich hier ein Fehler, herzukommen.
Ja, dann hoffentlich bald. Schön, dass du da warst. Ah, Dr. Behring. Ich wollte gerade zu Ihnen. Leider habe ich es etwas eilig. Können wir später darüber reden? Ich wollte Sie nur darüber informieren, dass ich kündige. Ich möchte mit sofortiger Wirkung von allen meinen Aufgaben entbunden werden. Das geht nicht, Herr Hemke. Ich brauche Sie hier. Und außerdem haben Sie eine Kündigungsfrist. Die außer Kraft tritt, wenn ich mich selbst anzeige, vor der Ärztekammer. Warum sollten Sie das tun? Die Operation von Bella Jakob. Ich habe einen Fehler gemacht und möchte dafür gerade stehen. Ich habe den Bericht gelesen. Und haben Sie dem irgendetwas hinzuzufügen? Nein, es stimmt alles, was da steht. Nur bin ich der Meinung, dass ich die Blutung, die durch den Milzriss entstanden ist, früher hätte bemerken müssen, wenn ich aufmerksamer gewesen wäre. Sie wissen, dass Ihre Selbstanzeige eine genaue Untersuchung nach sich zieht. Und dass Sie dann mit allen Konsequenzen rechnen müssen. Bis zu dem Verlust Ihrer Approbation. Wenn sich herausstellt, dass durch meinen Fehler das Leben einer Patientin riskiert wurde, ja. Dann bin ich bereit, alle Konsequenzen zu tragen. Das ehrt Sie. Auch wenn ich es schade finde, Sie zu verlieren, Helmke. Alles Gute für Sie. Danke, Herr Doktor. So läuft das. Sie bauen Mist und lassen sich von Ihrem Chef auch noch als Held feiern. Ich möchte nur die Verantwortung für einen Fehler übernehmen. Von wegen. Das ehrt Sie. Das klingt nicht nach irgendwelchen Konsequenzen. Ihr Weißkittel haltet doch alle zusammen. Die von der Ärztekammer machen doch sowieso nichts. Was wollen Sie eigentlich von mir? Nichts. Ich werde die Sache selber in die Hand nehmen. Ich gehe zur Polizei und zeige sie an. Ich sorge dafür, dass Sie in den Knast gehen. Wie Sie wollen. Wo wollen Sie hin? Mich verabschieden von Bella. Auf gar keinen Fall. Sie kommen meiner Tochter nicht zu nahe. Und wenn ich hier die ganze Nacht stehen muss und Wache schiebe. Gut. Ich werde Ihre Entscheidung respektieren. Und ich kümmere mich gleich um einen anderen Arzt. Einfach so weit weg wie möglich und so schnell wie möglich. Wie bitte? Mexiko? Ja, klar, warum nicht? Heute Nachmittag. Okay, perfekt. Entschuldigen Sie, ich muss Sie zurückrufen. Ja, in 5 Minuten. Danke. Haro. Ich habe in der Klinik angerufen. Sagten mir, dass du nach Hause gefahren bist. Ich habe gerade ein paar Sachen zu erledigen, deswegen ist das ein bisschen ungünstig jetzt. Nur eine Minute. Bitte. Was ich dir vorhin sagte, war vielleicht nicht hilfreich und hat dich nicht weitergebracht. Das Wichtigste habe ich vergessen, dir zu sagen. Aha. Und das wäre? Du musst da nicht alleine durch. Das hat sich schon erledigt. Ich habe mein Problem nämlich selber gelöst. Bitte, mach das nicht, mein Junge. Ich weiß nicht, wovon du redest. Das bist nicht du. Und wenn schon. Woher willst du das wissen? Du kennst mich doch gar nicht. Es war nicht richtig von mir, dass ich damals einfach abgehauen bin. Deine Mutter und ich, wir haben uns auseinandergelebt. Kein Grund, den Kontakt zu dir abzubrechen. Ich war feige. Ich wollte jeder möglichen Auseinandersetzung aus dem Weg gehen. Da hast du dich ohne ein weiteres Lebenszeichen aus dem Staub gemacht. Genauso wie du es bei Frank und seiner Mutter gemacht hast. Ich war mir nicht bewusst, wie ich euch damit verletzen würde. Erst bei Tim habe ich versucht, es besser zu machen. Und selbst da ist es mir nicht immer gelungen. Und? Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Es tut mir ehrlich leid, was ich dir angetan habe. Schon okay. Weißt du, es gibt Situationen im Leben, da muss man den Mut haben, zu seinen Problemen zu stehen. Ich bin froh, dass du nicht so geworden bist wie ich. Ich kann das nicht. Was ist, wenn Bella das nicht schafft? Dann stehen wir das gemeinsam durch, mein Junge. Ich bin froh, dass du nicht so geworden bist wie ich. Warst du bei Bella?
Wie geht's ihr? Unverändert. Das ist gut. Nichts ist gut. Bella liegt im Koma und wacht vielleicht nie wieder auf. Und dein Freund ist schuld daran. Ich verstehe, dass du einen Verantwortlichen suchst. Aber Jo trägt keine Schuld an Bellas Zustand. Sie ist von Auto gelaufen. Aber er hat's doch schlimmer gemacht. Das ist doch überhaupt nicht gesagt. Wenn wir sehen, soll sich die Polizei drum kümmern. Wie die Polizei. Ich will den Typen verklagen. Das kannst du doch nicht machen. Josef Helmke hier nochmal. Genau, der von vorhin. Ich möchte nicht mehr nach Mexiko, sondern nach Zürich. Am besten gleich der nächste Flug, wenn noch Platz ist. Alles klar. Die Bestätigung können Sie mir per E-Mail schicken. Die Adresse haben Sie ja noch, gell? Okay. Vielen Dank, wiederhören. Du kannst Jo nicht anzeigen, nur weil du wütend über das bist, was Bella passiert ist. Ich verstehe nicht, dass du nicht wütend bist. Bella wacht vielleicht nie wieder auf. Bloß weil dein Freund bei der OP einen Fehler gemacht hat. Was erwartest du? Dass du dich entscheidest, wer ist dir wichtiger? Deine Schwester oder dieser Mann? Du erwartest ja wohl nicht, dass ich mich trenne. Wenn dir Bella irgendwas bedeuten würde, würdest du das tun. Ich werde Jo ganz bestimmt nicht im Stich lassen, nur weil er vielleicht einen Fehler gemacht hat. Wahrscheinlich hat er dir irgendwas vorgeholt. Oh, was für Vorwürfe er sich macht. Wie schrecklich es ihm geht. Ich kenne solche Typen. Die ziehen ihren Kopf immer aus der Schlinge. Jo nicht. Wenn der einen Fehler macht, dann steht er auch dazu. Vielleicht kennst du ihn ja doch nicht so gut, wie du denkst. Vielleicht hat er sich ja längst aus dem Staub gemacht. Ich kenne ihn. Und sowas würde Jo niemals tun.